Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute kochen wir ein leckeres Low-Carb-Gericht, und zwar ein Thai-Curry mit Zucchini-Nudeln. Und dazu werden wir zuerst Bio-Zucchinis mit dieser praktischen Handmaschine zu Zucchini-Nudeln verarbeiten. Das geht sehr einfach und sehr schnell, und diese Maschine ist auch sehr günstig zu erstehen. Die kann ich euch gerne an der Pinnwand verlinken. Sie hat 3 verschiedene Klingen, sodass man die Zucchini-Nudeln dann in der Größe schneiden kann, wie man sie gerne hätte. Ich habe jetzt hier die Mittelgröße genommen und meine Zucchini-Spaghetti sind jetzt fertig. Jetzt werden wir Ghee, also Butterschmalz, in den Topf geben und darin das Bio-Geschnetzelte vom Hähnchen anbraten. Empfehlen möchte ich grundsätzlich nur noch Fleisch von artgerecht gehaltenen Biotieren zu verwenden. Denn zum einen ist es ethisch nicht mehr vertretbar, das Fleisch von elenden, kranken Tieren aus der Massentierhaltung zu essen, die mit Antibiotika und Medikamenten vollgestopft werden und die ein trauriges, qualvolles Dasein führen. Und zum anderen ist dieses Fleisch von sehr schlechter Qualität, sodass es unserer Gesundheit großen Schaden zufügen kann. Folgende Gewürze kommen zum gebratenen Fleisch hinzu: Biogemüsebrühe, Knoblauchpulver, Kurkumapulver und frisch gestoßener schwarzer Biopfeffer. Ferner noch Bio-Tomatenmark, einen Esslöffel, einen Teelöffel Thai-Paste, und das ist mein selbstgemachtes Rosmarinsalz. Mein Video dazu, wie man dieses leckere, aromatische Rosmarinsalz selber herstellen kann, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Die Gewürze, das Tomatenmark und die Thai-Paste und das Rosmarinsalz kommen jetzt zu dem Fleisch hinzu, werden kurz mit angebraten, damit sie ihr Aroma entfalten können, bevor wir dann das Ganze mit passierten Biotomaten ablöschen werden. Die Portion passierte Tomaten war vorher gefroren und wird erstmal aufgetaut. Wir spülen die Schüssel dann nochmal mit etwas Wasser aus und geben das auch noch hinzu, damit nichts verloren geht. Verrühren alles um, und sobald die passierten Tomaten ganz aufgetaut sind, geben wir dann die Kokosmilch hinzu. Und die sollte natürlich von Bioqualität sein und aus nichts anderem als Kokosnuss und Wasser bestehen. Ein klein wenig von der Kokosmilch lasse ich übrig, denn das geben wir am Ende nochmal dazu. Hier machen wir einen kurzen Abstecher zu meinen gepressten grünen Säften, um euch zu zeigen, was ich mit dem Rest der Zucchinis mache, die übrig geblieben sind, nachdem die Zucchini-Spaghetti erstellt wurden. Wie wir sehen, entsafte ich diesen Zucchini-Rest und nutze ihn auf diese Weise in rohköstlicher Form in meinen hochgesunden, vitalstoffreichen, gepressten Säften aus Wildkräutern und Biogemüse. Diese frisch gepressten, gesunden Säfte kann ich nur jedem empfehlen, denn sie sind ein wahres Lebenselixier. Ich verlinke euch gerne nochmal das Video dazu. Sobald das Fleisch jetzt gar gekocht sein wird, geben wir die Zucchini-Nudeln hinzu. Die Zucchini-Spaghetti aus 3 kleinen Zucchinis sehen ziemlich viel aus hier im Topf, aber die werden sehr schnell zerkochen und dann am Ende sieht man sie kaum noch. Deshalb möchte ich empfehlen, also die Zucchini-Nudeln nicht so lange zu kochen, sondern maximal 5 Minuten mitköcheln zu lassen, und dann sollte man den Herd schon abstellen, denn die Restwärme wird dann vollkommen ausreichen, um die Zucchinis al dente kochen zu lassen. Sobald das der Fall ist, wenn alles fertig ist, geben wir noch den kleinen Rest der Kokosmilch hinzu, einfach für das Auge. Sieht es schön aus, wenn nochmal etwas von dieser Kokosmilch oben drüber gegossen wird, und die gibt auch nochmal ein richtig schönes Aroma ab. Da die Zucchinis selber beim Kochen nochmal Wasser lassen, wäre es anzuraten, etwas weniger von der Soße vorher herzustellen für diejenigen, die nicht so gerne so viel Soße mit ihren Nudeln zusammen essen möchten. Wer aber gerne sehr viel Soße mit den Nudeln zusammen essen möchte, für den ist dieses Gericht genau das Richtige. In jedem Fall ein richtig köstliches orientalisches Thai-Curry mit einer etwas scharfen Note durch die Thai-Paste, dem Geschmack und Aroma von Kokosmilch dabei. Zusammen ergibt dies mit dem Geschnetzelten und den Zucchini-Nudeln ein sehr schönes Geschmackserlebnis. Wichtig ist nur, die Zucchinis maximal 5 Minuten mitkochen zu lassen, damit sie nicht ganz so weich sein werden wie hier, sondern etwas Biss haben werden. In jedem Fall kann ich euch dieses köstliche Low-Carb Thai-Curry mit Zucchini-Nudeln sehr empfehlen, weil wir hier vollständig auf ungesunde, kohlenhydratbehaftete Nudeln verzichten können, weil diese durch die gesunden Zucchini-Nudeln ersetzt werden. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen, und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Maria.